Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe euch heute mal 3 Top-Pharma-Aktien mitgebracht, die meines Erachtens eine richtig gute Performance in 2026 bringen können. Vor allem der gesamte Sektor finde ich auch interessant, weil der in 2025 auch ziemlich stark gelitten hat und ich denke in 2026 das Potenzial hat, einer der besten Sektoren neben KI und Rechenzentren zu sein, weil eben dieses Nachholpotenzial besteht und ich glaube, die negativen Faktoren sind alle eingepreist und die Börse konzentriert sich jetzt wieder auf das Wachstum und vor allem die Blockbuster-Medikamente. Ich habe 3 spannende Aktien mitgebracht. Bevor wir reingehen, natürlich noch zuerst der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, dann fangen wir auch gleich schon an mit der ersten Aktie und die erste Aktie, die ich euch mitgebracht habe, ist Regeneron, die vor allem auch eine spannende Zukunftsperspektive hatte, gerade auch was die Blockbuster angeht und die Pipeline und vor allem eine interessante Bewertung hat, ja. Also das ist das, was Regeneron in meinen Fokus gebracht hat. Man hat wirklich eine sehr, sehr starke Pipeline und sehr spannende Medikamente, die wo die Zulassung dementsprechend bis 2026 erwartet wird. Darüber hinaus hat man sehr gute Profitabilität und Fundamentalkennzahlen. Das werden wir gleich noch analysieren. Und was ich auch entsprechend interessant finde, ist, dass man eben eine sehr, sehr gute und sehr, sehr spannende Bewertung hat, was ich ja schon angesprochen hatte, dass der Pharmasektor unter die Räder gekommen ist und dementsprechend glaube ich, dass wir hier bei Regeneron auch entsprechend auf das letzte Hoch wieder, beziehungsweise Allzeithoch in 2026 definitiv anklopfen werden. So, gucken wir uns mal die Aktie im Detail an, in der Chartanalyse und hier sehen wir auch schon das, was ich ja gesagt habe, im Grunde seit knapp seit gut einem Jahr ist die Aktie war die Aktie in einem starken Abwärtstrend. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen mehr oder weniger hinter uns gelassen. Wir sind hier im Wochenchart wieder im Aufwärtstrend. Das erkennen wir natürlich daran, dass wir über dem 20, aber vor allem auch über dem 50 Wochen Durchschnitt sind. Und vor allem dieser Ausbruch finde ich sehr interessant ist, weil der schon mit sehr viel Schwung gekommen ist. Also hier sehe ich das nicht nur bei Regeneron, sondern generell auch, wenn man sich ETFs anschaut in dem Sektor, dass wir hier eine Wende sehen, einen Wendepunkt und quasi einen Beginn, womöglich einen guten beginnenden Aufwärtstrend im gesamten Sektor. Und Regeneron finde ich eben besonders interessant, weil man eben diese starke Pipeline hat, die interessanten Medikamente, die entsprechend 2026 kommen könnten. Und gleichzeitig hat man eben so eine relativ faire Bewertung, beziehungsweise fast schon günstige Bewertung. Wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir das KUV, also wenn wir die Historie der Aktie betrachten, wir haben jetzt hier Daten seit 2018, dann sehen wir sind mit dem KUV von knapp 6 eigentlich im Mittelfeld bewertet. Das heißt, die Aktie hat definitiv noch Luft nach oben. Klar, hätte man vor ein paar Wochen gekauft, hätte man die Aktie auch im Allzeittief kaufen können, aber da war es noch nicht ganz klar, ob wir nicht hier quasi noch einen Rücksetzer sehen wegen Belastungsfaktoren, gerade was politische Sachen angeht aus den USA. Das war damals nicht so klar, aber die Börse hat anscheinend so ein bisschen das Ganze mehr oder weniger abgehakt und dementsprechend wird sich hier wieder drauf fokussiert, okay, was für Blockbuster und was für Gewinnpotenzial und Umsatzpotenzial steckt denn in den Aktien eigentlich. Das drückt es mir in den Fokus, deswegen drehen die Aktien jetzt ins Positive und ich bin auch für 2026 sehr positiv gestimmt für den gesamten Sektor, weshalb ich mich hier zunehmend positionieren werde und Regeneron ist entsprechend eine der Aktien, die ich mir herausgesucht habe aus meiner Watchlist der Pharmaaktien, habe ich alle mal durchgeschaut und da gefällt mir Regeneron eben sehr, sehr gut. Wir haben eben diese stabilen freien Cashflows, wir haben eine ordentliche Cash-Basis, ja, das seht ihr hier an der negativen Verschuldung. Und wir haben auch sehr, sehr hohe Bruttomargen, was auch natürlich sehr, sehr gut ist. Bruttomargen von 80% ist top, bei gleichzeitig Nettogewinnmargen von knapp 40%, die stabil sind. Und mit neuen Medikamenten kann man die vielleicht sogar dann auch noch weiter ausweiten. Gucken wir uns mal das KGV an. Das ist natürlich auch interessant, gerade wenn wir jetzt wieder Wachstumspotenzial bekommen. Dann dürfte das auch wieder höhere Bewertungen zulassen. Wir haben jetzt hier ein KGV von 18 oder etwas über 18. Das ist jetzt auch, was die Historie angeht, mehr oder weniger Durchschnitt. Also gerade auch, wenn man das in Relation sieht zu den Potenzialen, die die Aktie hat, ist die Aktie tatsächlich ziemlich günstig. Und dementsprechend würde ich hier auch darauf setzen, dass wir hier durchaus die höheren Bewertungsniveaus wieder erreichen könnten. Und wenn wir das mal einfach mal grob abmessen, ohne jetzt Gewinnsteigerung mit einzubeziehen, ist es durchaus ein Kurspotenzial von 50% in 2026, was ich der Aktie durchaus zutraue.
So, kommen wir nun zur nächsten Aktie. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Aktie aus Amerika und das ist die amerikanische Merck. Merck auch unter die Räder gekommen, ähnlich wie Regeneron, aber auch hier der Ausbruch gelungen und das sehen wir bei vielen amerikanischen Pharmaaktien, dass die hier jetzt diesen Abwärtstrend verlassen haben und genauso eben auch Merck. Merck auch sehr interessant, was die Bewertung angeht. Ja, wir haben auch hier im Prinzip eine normale bis faire Bewertung. Wenn wir die Historie betrachten, befinden wir uns hier mit einem KUV von 4 im Durchschnitt. Teuer wären wir, wenn wir eher so in einem Bereich von KUV von 5 wären. Und bei Merck ist es ganz klar, man hatte Belastungsfaktoren, dass Medikamente wegfallen, aber man investiert sehr, sehr stark in die Pipeline und da kommen entsprechend auch große Umsatzerwartungen. Da geht das Unternehmen aus, dass man hier entsprechend auch nachlegen wird in den nächsten Jahren, die Pipeline ausbaut und vor allem auch die Bewertung finde ich interessant. Ja, wenn wir da mal ins KGV gehen, dann sehen wir haben ein KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 14. Das ist jetzt, wenn man die letzten oder das letzte Jahr, also das aktuelle Jahr 2025 betrachtet, natürlich relativ hoch. Ja, da kommen wir schon von viel tieferen Niveaus. Aber grundsätzlich den positiven fundamentalen Sachen geschuldet, denke ich, dass wir durchaus auch Bewertungsniveaus im KGV von 20 durchaus wieder hinauflaufen können, weil eben die Aussichten entsprechend interessant auch für das Unternehmen sind. Gerade was die Expansionen angeht, also auch Übernahmen, hat sich Merck hier gut positioniert und sollte man hier entsprechend positive Nachrichten aus der Pipeline und der Forschung bekommen, also in Form von positiven Studienergebnissen, dann könnte die Aktie auch durchaus noch stärker laufen als eine Regeneron. Also hier sehe ich durchaus auch Potenzial, wenn auch die Risiken ein bisschen höher sind, wie ihr es auch hier schon an der Grafik unten rechts sehen könnt. Klar, das darf man nicht außer Acht lassen, aber wenn hier alles gut geht, dann dürfte hier auch die Merck entsprechend ein sehr, sehr gutes Potenzial haben. Und was auch entsprechend interessant ist, Merck hat auch eine sehr spannende Dividendenrendite. Wenn wir uns die mal anschauen, dann sehen wir haben hier eine Dividendenrendite von knapp 3%. Das ist schon ordentlich bei einer gesunden Ausschüttungsquote. Also das finde ich ziemlich interessant und ist ein nettes Zubrot, sage ich mal, zu dem Kurssteigerungspotenzial, was ich hier in der Aktie sehe. Also gerade was die Dividende angeht, hat Merck so einen kleinen Vorteil gegenüber Regeneron. Die haben keine nennenswerte Dividendenrendite von 0,3%, aber das ist nicht der Rede wert. Grundsätzlich finde ich die Aktie auch interessant, aber auch hier ist die Aktie vielleicht kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen. Also da würde ich vielleicht eventuell in den nächsten Tagen einen Rücksetzer abwarten, wenn man die Aktie interessant findet. Guckt sie euch gerne selber an, also geht immer gerne selber auf die Homepage und macht eure eigenen Research. Aber wie gesagt, Merck finde ich unter den ganzen Pharmaaktien auch ziemlich interessant, gerade in der Kombination aus Dividendenrendite und Potenzial für die Zukunft. So, was gibt es noch zu sagen über Merck? Grundsätzlich auch hier positive oder sehr gute Fundamentalkennzahlen. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel drüber sagen, als dass die Bruttomargen entsprechend auch knapp 80% sind und die Nettogewinnmargen auch entsprechend hoch. Die freien Cashflows relativ stabil. Und dementsprechend das einzige kleine Manko, würde ich hier sagen, ist die Verschuldung, die ein bisschen höher ist als zum Beispiel bei Regeneron. Da hat man eher Cashbestände und bei Merck hat man eher Verschuldung. Das ist so ein kleines Aber grundsätzlich finde ich die Aktie durchaus auch interessant und sehe hier auch Potenzial in 2026 mindestens das Allzeithoch hier dann wieder bei $130 zu erreichen und nichtsdestotrotz kriegt man ja auch eine entsprechende Dividendenrendite, die in den letzten Jahren auch immer wieder angehoben wurde. Und gerade für Dividendenliebhaber ist es sicherlich dann auch keine schlechte Wahl und meines Erachtens auch ein bisschen besser als zum Beispiel eine Pfizer, wenn es um die Dividende geht. So, kommen wir mal auf die letzte Aktie für heute und das ist United Therapeutics. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Aktie, die allerdings ein bisschen höher bewertet ist, aber man hat auch hier eine sehr, sehr spannende Forschung, einen sehr, sehr spannenden Bereich, in dem man tätig ist und das betrifft vor allem die Organtransplantation. Man ist hier nämlich sehr gut positioniert im Bereich Xenotransplantation, also das bedeutet, dass man tierische Organe auf den Menschen überträgt, beziehungsweise Organe dann auch
entsprechend züchtet, dass sie dann besser für den Menschen verträglich sind, weil das ist ja immer das Problem, dass die Organe abgestoßen werden, und hier hat man wichtige Studien für 2026 am Laufen, gerade was Herz- und Nierentransplantationen angeht, und wir alle oder die sich in dem Bereich ein bisschen auskennen, wissen, wie problematisch es ist, dann ein Spenderorgan zu finden. Und wenn man hier das tatsächlich schaffen würde, dass man quasi dieses Angebotsdefizit, was Transplantationsorgane angeht, zu beseitigen, dann entsteht hier ein gigantischer Markt für United Therapeutics. Klar, es ist noch ein bisschen riskant, weil da noch sehr viel Forschung gemacht werden muss, aber ich finde dieses Gebiet sehr, sehr interessant, und gerade auch mit KI glaube ich, dass es hier die Forschung sehr stark unterstützen wird und hier in den nächsten Jahren durchaus auch dann entsprechende Durchbrüche gelingen könnten. Man hat aber neben dessen natürlich auch gute Blockbuster-Medikamente, die schon entsprechend Umsätze generieren. Da ist man zum Beispiel führend bei pulmonare arterielle Hypertonie, und grundsätzlich hat man auch sehr starke freie Cashflows. Die Profitabilität ist sehr, sehr ordentlich. Das werden wir gleich noch sehen in der Bruttomarge. Und ja, auch für die Zukunft sieht es nicht schlecht aus, nicht nur wegen Xenotransplantation, was allerdings noch, ich sag mal, eher so in 2030 wahrscheinlich relevant sein wird, weil ich denke, da wird man noch einiges an Forschung betreiben müssen. Aber so für die nahe Zukunft dürfte auch weitere Medikamente entsprechend dann auch in der Pipeline stehen, wo dann entsprechend Studienergebnisse veröffentlicht werden könnten, positive, die der Aktie auch nochmal einen Schub verleihen könnten. So, jetzt gucken wir uns mal die Aktie im Detail an. Und hier seht ihr auch schon das positive Umsatzwachstum, was wir schon seit vielen Jahren haben. Seit 2022 im Grunde haben wir ein Umsatzwachstum, was so in Richtung 20% geht, aktuell 23%. Das ist top. Wir wollen ja immer so positive Trends in diesen Kennzahlen sehen, gerade beim Umsatzwachstum. Das treibt die Aktie an. Und wenn wir uns mal die Fundamentalkennzahlen anschauen, dann sehen wir das, was ich schon erwähnt habe, die hohe Bruttomarge von knapp 88%, die ein bisschen rückläufig war, von über 90. Aber 88 ist schon ein außerordentlich guter Wert in der Branche, muss ich sagen. Und auch die Nettogewinnmarge ist mit über 40%, knapp 43%, auch ziemlich ordentlich, hat sich in den letzten Jahren erstmal verbessert und auch stabilisiert. Also das ist das, was wir sehen wollen, die freien Cashflows, die anziehen, und man hat eine gute Cashbasis. Das ist auch sehr wichtig, gerade für so stark forschungsintensive Unternehmen, dass man entsprechend Kapital hat, die Forschungen auch weiterzutreiben. So, das kleine Manko, was ich schon so ein bisschen erwähnt habe, ist ja, dass die Aktie relativ teuer ist. Wir sehen jetzt hier ein KUV, ein Kursumsatzverhältnis von knapp 7, und damit bewegen wir uns am oberen Rand in den letzten Jahren. Die Aktie ist natürlich fundamental gut gelaufen. Klar, das habe ich ja gerade gesagt, mit dem Umsatzwachstum. Man steht gut da mit den Medikamenten, die man im Markt schon hat. Aber die Aktie hat das hier auch entsprechend schon eingepreist. Und da würde ich sagen, okay, da würde ich eventuell vielleicht so ein bisschen die Aktie mal auf die Watchlist packen, beziehungsweise nur mal eine Teilposition etablieren. Ich finde den Bereich Xenotransplantation wirklich sehr, sehr spannend, und das ist so ein disruptiver Bereich. Wenn man hier der Erste ist, dann kann man oder quasi ein Monopol aufbaut, dann hat man einen gigantischen Markt vor sich, und das wäre natürlich für die Aktie ein Vervielfachungspotenzial in den nächsten Jahren. Ja, auch vom Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen wir auch hier ähnliches wie beim Kurs-Umsatz-Verhältnis. Da sind wir schon im oberen Bereich mit einem KGV von knapp 19. Günstig, da war die Aktie so beim KGV von 11. Jetzt sind wir schon bei 18. Das ist schon ja, ganz gut bewertet, aber ich denke mal, 2026 dürfte für den Pharmasektor allgemein positiv werden, und da dürften dann auch generell KGVs von 20, 23, je nachdem wie viel Wachstum die Aktie hat, durchaus drin sein. Also deswegen glaube ich, dass, obwohl United Therapeutics natürlich schon ganz gut bewertet ist, einiges auch schon eingepreist hat und auch schon viel besser gelaufen ist als jetzt hier viele andere Pharmaaktien. Das sehen wir am Trend, einfach nur an der Richtung des Trends. Wenn wir nochmal kurz auf eine Merck gehen, ja, die waren ja abwärts gerichtet, und auch eine Regeneron war abwärts gerichtet, und die United Therapeutics ist im Grunde mehr oder weniger aufwärts gelaufen die ganze Zeit. Das ist einfach ein Zeichen von Stärke und unterstreicht eigentlich auch nochmal die fundamentale gute Position, die das Unternehmen hat. Dennoch sehe ich auch weiteres Wachstumspotenzial, aber auch gleichzeitig so ein bisschen ein kleines Aber, wo man ein Auge drauf haben muss, dass die Aktie vielleicht dann auch schon einiges schon eingepreist hat. Aber so 10-20% traue ich der Aktie in 2026 definitiv auch noch zu. Wenn man natürlich positive Forschungsergebnisse veröffentlicht,
dann natürlich mehr, gerade auch aus dem Bereich Xenotransplantation, wenn das in den Hype übergeht in die Medien, dann ist es natürlich ein großes Ding, was die Aktie auch nochmal deutlich pushen kann. So, das war das Video zu meinen 3 Top-Pharma-Aktien für 2026. Schreibt gerne in die Kommentare, welche eure Favoriten sind in diesem Bereich. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und ciao.